Ich grüße dich auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Vielleicht hast du den Anfang dieses Gemäldes schon gesehen. Ich habe einen kleinen Ausschnitt als Short veröffentlicht. Heute nehme ich dich mit auf die Reise, wie es weitergeht. Ich arbeite intuitiv und lasse mich führen von Farben, Formen und inneren Impulsen. Und wenn du den Short noch nicht gesehen hast, keine Sorge, er wird dir hier oben eingeblendet. Jetzt geht es aber weiter. Lehne dich zurück, entspanne und genieße diesen Film und lass dich natürlich inspirieren. Das erste, was ich gemacht habe, ich habe eine Entscheidung getroffen, mit welcher Farbe ich weitermalen möchte. Ich arbeite in Negativtechnik, das heißt, dass ich mit der Farbe, die ich ausgesucht habe, das ist dieses weiche, zarte, graue Ton. Mit dieser Farbe arbeite ich die Hintergründe aus, ich beruhige das Bild und auf diese Weise erscheinen mir die Formen und in diesen Formen vielleicht werde ich etwas erkennen, was mir eine Botschaft bringt. Ein Tipp an dieser Stelle: wenn du malst, dann lass dich einfach auf diesen Prozess ein, ohne nach Geschichten oder Botschaften zu suchen. Wenn sie kommen, dann kommen sie ganz automatisch, ohne dass du dich anstrengen musst. Und wenn nichts kommt, dann erfreue dich an dem Prozess selbst, an den Farben, an den Formen, die du erschaffst. Mit der Zeit wird dein Auge geschult und du wirst immer mehr erkennen in deiner Kunst. Aber es dauert ein wenig, es braucht Zeit und diese Zeit sollst du dir nehmen. Manchmal male ich ein Bild und während ich male, spüre ich, es geht um mehr als Farben und Formen. Es geht um das, was unter der Oberfläche liegt, um Fragen, die in uns allen leben, um Wunden, um Wahrheit, um Ängste, um Mut. Wenn wir den Kontakt zu uns selbst verlieren, wenn wir nicht spüren, was wirklich wahr ist in uns, sind wir leicht zu lenken. Und darum glaube ich, Kunst, echte intuitive Kunst, kann ein Gegengewicht sein, ein Raum der Rückverbindung. Wenn wir malen, aus der Tiefe, aus dem Bauch, aus der Seele, dann stellen wir uns nackt vor das Leben. Es ist verletzlich, aber auch mutig. Und genau deswegen ist es stark. Nicht, weil wir perfekt sind, sondern weil wir echt sind. Ich glaube, wer sich selbst annimmt mit all dem, was da ist, wer sich zeigt, auch wenn es weh tut, der findet etwas ganz Entscheidendes, innere Stabilität, eine eigene Wahrheit, einen inneren Kompass, den ihn nicht mehr in jede Richtung treiben lässt. Daraus entsteht Würde, daraus entsteht Haltung, daraus entsteht Kraft, nicht gegen etwas zu kämpfen, sondern
für etwas zu stehen, für Liebe, für Verbindung, für Menschlichkeit. Ich mache gerade Pause. Hier ist das Bild. Ich sitze in meinem Lieblingssessel und schaue mir das Bild an und frage mich, was ist das und wie geht es weiter? Weil irgendwie ist das eigenartig. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal passierte, dass du dich gefragt hast, ob du ein nicht schönes Bild malen darfst. Also nicht das anzustreben, ein schönes Bild zu malen. Und ich bin gerade genau in diesem Konflikt, dass ich sehe, das wird nicht schön und frage mich, warum, was ist das? Und überlege, wie es weitergeht. Will ich das beeinflussen, um das zu wenden, um darin eine positive Botschaft zu verpacken? Oder lasse ich das jetzt so geschehen und lass mich überraschen? Ich glaube, ich mache für heute Schluss und gehe da morgen wieder dran. So sieht das im Moment aus. Ach, muss ich mal. Diese Kreiden, die habe ich geschenkt bekommen. Tag Nummer 3. Ich möchte heute fertig werden. Es geht also jetzt los.
Ich sehe schon, dass ich heute nicht fertig werde, also geht es dann morgen mit dem Gemälde weiter. Sich Zeit nehmen, sich Zeit lassen, immer wieder zurückgehen, immer wieder das Bild betrachten, auf sich wirken lassen. Ja, das dauert und ja, das ist absolut in Ordnung. Und ich bleibe total entspannt dabei, auch wenn ich sehe, dass ich immer mehr Arbeit habe und das irgendwie keine Hände nimmt, dann denke ich, okay, wenn ich das nicht diese Woche schaffe, dann schaffe ich das halt nächste Woche. Aber ich setze mich da nicht unter Druck. Und du sollst das auch nicht tun. Sobald du dich unter Druck setzt, wirst du dich stressen und dann ist das ganz vorbei. Die Idee gerade war, diese Himmelkörper dahin zu malen, weil ich dachte, dass ich das irgendwie verbinden muss mit den Himmelkörpern, die unterhalb der Figuren sichtbar sind. Und dann habe ich das gemalt und festgestellt, nein, das passt nicht dahin. Und dann habe ich das alles wieder weggewischt und nur die Himmelskörper unten gelassen. Und ich denke, das macht auch Sinn, dass das genauso geblieben ist, wie ich das schon von Anfang an gestaltet habe. Ich werde auch immer wieder gefragt, Elena, wann bin ich denn fertig? Wie merke ich, dass ich fertig bin? Bei mir ist es so, wenn ich beginne, mein Bild zu überladen, das heißt, ich bringe da etwas rein, was ich dann später entferne, dann ist das für mich ein Zeichen zu sagen, stopp, schau dir das Bild nochmal an, du bist jetzt fertig. Und genauso ist es bei dir auch. Das wäre dann auch für dich ein Zeichen, aufzuhören. Mein Bild ist fertig, ich gehe näher dran, damit du das siehst, wie es geworden ist. Es sind viele Symbole hier drin. Ich möchte gerne dich fragen, was du hier siehst, was du fühlst, wenn du das Bild anschaust. Es könnte einen Moment zeigen, wo jemand vor einer Entscheidung steht, vor der Wandlung. Die Verführung ist da, die Ohnmacht ist auch da. Aber ebenso das Licht, die Verbindung zur Tiefe des Himmels, die Möglichkeit zu sagen, ich sehe, ich fühle, ich entscheide. Das ist meine Interpretation. Ich möchte aber gerne erfahren, was du darüber denkst und freue mich riesig auf deinen Kommentar. In diesem Sinne wünsche ich dir wundervolle Zeit, wundervolle Woche und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke, dass du hier bist.